Yes, thing I get credit. The only thing you get credit for? Yes, that's the only thing I do at home. Coffee. Where you're not from? So it doesn't have the thing on its head. Yeah, it's a female. It's just eating the grass. It can hear. It's a Kona with the ears. Oh look, there's another one. Yeah. There's another on the right. My face already did. That's exactly where I'm coming. But I already have on my face. Now you just for the video or what? Yes, because anyway you wouldn't put on if No, I I've wouldn't find you. double sunscreen. I still have to sweat, you know. I know. So don't put on too much, it's fine. I already have a lot. He wants to wrinkle when he's 35. I don't need some double sunscreen. What? I already have on my face, I said. I'm surprised you put on, because that never happens. It's not true. That's true. Oh shit. He's getting old. I'm tired. Oh, poor you. I slept too much. Oh, what a issue to have. Yeah. Any ladies' preference? Same as last time. Really? Oh. Okay, but then I choose songs this time. If they're boring, I skip. Alright. Because I'm falling asleep on the break. Okay, just don't skip Nelly Furtado. Anything but Nelly Okay, but the Furtado. Nelly Furtado ones were good. He skipped one. No. Yeah. No. He skipped a new one. Oh, okay. Marriage. What? Marriage. Marriage? It's called Marriage. Interesting. Yeah. It's a good one. It's a good one? It's new. I'm free from fear. I'm a monument to myself. I see you drowning, half flesh, half stone, with ambitions that drain your health. I guess. Oh, wow. I thought I have to carry it as well. Ja. Yeah, good. So, wir sind hier im Park City. Nächstes Höhentrainingslager auf 2200 Meter. Diesmal habe ich meinen Ehrensupport mitgenommen. Hi, ich bin Jana. Und jetzt Laufsession. 3x4 Kilometer gesteigert. Laktat am besten wäre 1,5, 2,0, 2,5. Aber es ist ein bisschen schwierig, oben ein bisschen schwierig einzuschätzen. Das ist hier so eine 2 Kilometer Runde. Auch so ein bisschen rauf und runter. Oh, und es ist auch ganz schön warm. Zur Höhe und Hitze ist eine harte Kombi. Also auf jeden Fall nach Gefühl und kontrolliert und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? You know, I know the memes. I know all the German and English memes because that's the only thing Fred sends me. Hallo, ich bin die Uwe und ich bin auch dabei. That's my favorite. I will start with the downhill. Okay. Ja. You can switch to next. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again.
krass, so schwierig zu kontrollieren in der Höhe. Man läuft so los, denkst es ist richtig langsam. Nach 2-3 Minuten merkt man, es ist viel zu schnell, weil es auf einmal so reinkickt. Und vor allem jedes Mal, wenn es bergauf geht. 3.1. Really? Ja. Laktat zu hoch, 3-1. Ah krass, hat sich jetzt gar nicht so hart angefühlt. No, it doesn't look. I didn't look bad. You look I relaxed. just run the same pace again. Okay. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again. Boah, es hört auch immer mit bergauf auf. Sind dabei. I hate this. Just stick together. I have sweaty fingers, that's why. 2.8. 2,8. Perfect. Stay at the same pace and then, So it got lower. yeah. Even though I was a bit faster. Nice. Now I need you to know how your body reflects in You see that? This could be me. But I married a pro athlete. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again. It's in your eyes when you're perfectly safe. It's in your blood when you can't bear these heavy thoughts again. Sean is distracted. Oh. Hi. Sorry. 3.4. Okay, ist fine. 3,4. Laktatwerte waren hoch, aber hat sich gar nicht hoch, also nicht so hart angefühlt. Aber muss sagen, schon lange nicht mehr so eine kontrollierte, stabile Laufeinheit gehabt, also vom Gefühl. So Tempo und so hier oben jetzt mit der Runde und allem ist sowieso schwierig einzuschätzen. Aber vom Effort war echt gut und wie es sich halt angefühlt hat. Na gut, ja, gestern Ruhetag. Laktatwerte natürlich auch noch mal ein bisschen höher, aber war noch alles im Rahmen. Es war jetzt noch nicht überschwellig von den Laktatwerten. You also happy with me? Yeah, Coach is happy. coach. I'm not coach, for sure not. Cool down. I'm the entertainment service. But I get distracted very easily. CEO, Chief Entertainment Officer. I'm not sweaty. I have my phone in my hand. Just go down. Are you still riding? Doing extra. Breakfast Breakfast. at 12. It's lunch. Lunch. Such a, Oh my god, we are so bad. it's such a TikTok bullshit. Yeah, that's what comes to my mind from banana. Can't find. Yeah, a sip.
Boah, es ist hell. Später Tag in den Trainingstag, es ist schon 11:30, weil wir noch T100 San Francisco geschaut haben. Und jetzt, gestern nach der Laufeinheit standen noch nur 3 Stunden 15 locker Radfahren auf dem Programm. Ich kann immer noch nicht schwimmen. Summerin ist jetzt 2 Wochen her. Rippe spüre ich immer noch. Und also ich habe einmal Schwimmen probiert und dann wurde es deutlich schlimmer. Deswegen habe ich entschieden, wirklich erst schwimmen zu gehen, wenn es komplett weg ist. Das Gute ist aber, Radfahren und Laufen geht 100%. Also wirklich ohne Probleme, da spüre ich gar nichts. Und auch hier mein Style noch, mit einem Armling, obwohl es richtig warm ist. Ich habe immer noch Wunden und kann immer noch nicht normal Aero-Position fahren ohne Armling. Deswegen brauche ich noch so ein leichtes Polster. Jetzt 3 Stunden Rad mit Intervallen. Es sind 15 Minuten, 2x12 Minuten und 2x10 Minuten. Ich fahre so eine Straße hin und zurück. Geht so in die eine Richtung, so leicht bergauf, aber so, dass ich zumindest noch so in Aero-Position fahren kann. Also es ist nicht steil bergauf. Wattwerte, ja, schauen wir mal, ich denke so 3,20 die 15 Minuten und dann so 3,50 die 10 Minuten hinten raus. Auf jeden Fall alles leicht unter der Schwelle oder unter der Schwelle. Auch noch die 10 Minuten. Und dadurch, dass kein Schwimmen ist, steht dann auch nur noch ein Lauf am Abend am Programm. Locker laufen 10 Kilometer. Das ist dann alles für heute und morgen ist dann ein Long Day mit 4 Stunden Radfahren und langer Lauf mit fast 2 Stunden. Also es wird langsam, aber sicher Langdistanztraining, kann man es nennen. Und wofür läufst du jetzt? I can't call it running, I can call it suffering. I can't even breathe. What the hell? This is a hard thing for me on altitude. Fred drags me with himself, and I need 3 weeks to feel like a human being again. I can't train. But yeah, I go up. I do the same lap you did yesterday. It's like in Australia. It's not much far. Ich finde es wärmer als Australien. Wärmer als Australien. Doch. You don't sweat as much, do you? Ja, es ist weniger schwül, aber die Sonne, ich finde die Sonne ist noch stärker. Do you have sunscreen on? Yes, On your face? yes, On your legs? yes, Are you lying? no. On your legs? Yeah, like I have always so much in my hand, I have to take it somewhere. Have fun. You too.
Einheit war eigentlich ganz gut. Habe mich jetzt nicht sogar gefühlt, aber eigentlich. Also ich habe es halt die ganze Zeit so mit den Intervallen Sierra Nevada verglichen. Aber in Sierra Nevada bin ich die Intervalle halt alle unter 2000 Meter gefahren. Weil da ist man ja immer nur am Ende wieder oben in die Höhe, also in diese Höhe gefahren. Und jetzt waren alle Intervalle über 2000 Meter. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Und dafür war es eigentlich echt gut. Ich würde sagen, für die Höhe waren es so meine besten Werte. Es ist halt echt witzig eigentlich, dass ich jetzt immer noch so Schwellenintervalle mache. Ich bin noch kein einziges Mal so Langdistanz Race Pace gefahren. Bin noch kein einziges Mal so Langdistanz Race Pace gelaufen. Und bin noch kein einziges Mal über 2 Stunden gelaufen. Und nicht mehr über 1,45. Ich meine, das kommt jetzt auf jeden Fall noch, das weiß ich. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt auch nur noch, wenn man T100 Vancouver abzieht und die Taper-Woche von Rot abzieht, haben wir jetzt eigentlich nur noch 3 volle Trainingswochen also bis zum 6. Juli. Wir bleiben dem Motto, wir machen kein Langdistanztraining, eigentlich relativ treu. Hier und da so ein paar Sachen, aber wirklich so, ich würde sagen, so insgesamt ist es schon absolut kein Langdistanztraining. Zumindest nicht von dem, so wie man es halt kennt. Aber keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, das sehen wir am 6. Juli. Lassen wir uns drauf ein. So, jetzt heute noch lockeres Läufchen am Abend, die Beine wieder so locker bekommen, einfach für morgen, langer Tag morgen, lange Radausfahrt und dann einen Long Run, 1 Stunde 50, aber alles Grundlage. Jetzt habe ich Durst. So, zweite Session des Tages. Ich war heute früh schon 4 Stunden 15 auf dem Rad, Long Ride. Beine ein bisschen müde gefahren. Jetzt steht Long Run an. Wahrscheinlich, also so zwischen 1 Stunde 50 und 2 Stunden, je nachdem wie ich mich fühle. Theoretisch habe ich 1 Stunde 50 auf dem Plan. Aber wenn ich mich gut fühle, muss ich natürlich auf jeden Fall auf die 2 Stunden aufrunden. Habe wieder meinen Edelsupport dabei. Hi, Und ich bin die Jana und ich bin auch dabei. Wieder dabei. genau, wir sind hier ein bisschen runtergefahren. 20 Minuten. Hier ist nämlich so eine 12 Kilometer lange Gravel Road, einfach in eine Richtung. So rauf und runter. Sind ja noch auf 1900 Meter, glaube ich. Und ist echt, glaube ich, ja, perfekt für den Run. Am Ende muss ich dann schon noch was dranhängen. Ich denke, es werden eher so 26, 27 Kilometer werden. Das passt erstmal zum Einstieg. Irgendwann schaffen wir ja auch noch die 30, dann hoffentlich vor Rot zumindest mindestens einmal. Und was gibt's noch? Was gibt's noch? Power. That's the peach. That's the grapefruit. Oh, that looks fancy. Yummy. Genau, ich teste Race Nutrition auf jeden Fall, also alle 20 Minuten ein Gel. Aber ich glaube jetzt nicht Race Pace. Allerdings, wenn man es vielleicht so auf Sea-Level mit Carbon-Schuhen und so weiter runterrechnet, ist es wahrscheinlich sogar Race Effort, weil es ist halt, so schnell läuft man hinten drauf wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine 4:20 laufe, ist wahrscheinlich dann schon
ja, ist wahrscheinlich übersetzt schon unter 4 Minuten Pace. Also nur fast Race Pace. CEO ist auch wieder dabei. Und ich habe natürlich auch wieder das Ziel vor den Augen hier. Wobei ich ziehe es glaube ich aus. Es ist echt warm. On a bit yellow. Über 30 Grad heute. Sorry. 2 Ziele für heute ist kein Platten. Also wir haben 2 Räder. Tom auf dem Mountainbike, Shanna auf dem Gravel. That would be unfortunate. Who is riding back this? Und ich habe, es ist halt immer so, muss man mal hier offen ansprechen, nachmittags oder abends laufen. Es ist nicht in meiner Comfortzone. Zwar aus dem folgenden Grund, dass ich mich schon immer mit dem Magen da ein bisschen schwer tue. Deswegen muss ich schon tagsüber auch die ganze Zeit schauen, immer nur leicht verdaulich zu essen. Habe natürlich auch genug Klopapier dabei. Könnte so 1-2 Stopps auch einplanen, aber wäre natürlich top, wenn ich das nicht muss. Das ist natürlich auch irgendwie mein Gut trainieren. I thought you wanted to train for raw. Ja, You should learn not to stop. ist Teil des Trainings. Deswegen gehe ich aus meiner Comfortzone und mache diese Longruns jetzt nachmittags und abends auf müde Beine und mit vollem Magen. Ich wette, das ist ein Problem von 90% der Zuschauer. Schreibt's in die Kommentare. Can you turn around and show it to the camera? What? He said he puts on sunscreen. Hey, I did. Oh no, do I have a sunburn? Shit, Not even a little bit. shit. Long ride. Here also a bit. Show me that. But I already put on sunscreen On the now. leg. Yeah, did you like today? Yeah. I mean, for a long ride, it's Even sometimes your not ear. enough. Your ear is even. The skin is coming down from your ear. Oh, hier ist halt auch UV-Index wieder 12. Heute beim Radfahren hat es 34 Grad gehabt. I already put on so much. I can see I'm it. full on sunscreen. I can see it. That's how you got burned. Yeah, I just didn't put on enough for the ride. It's always a discussion. Are you running in that glasses? Yes. Alright. Fire Danger heute low. Aber nicht, wenn ich hier laufe. Ready? Let's go. Hälfte, 14 Kilometer, 57 Minuten. Flott unterwegs. Beine sind noch echt gut, aber es in die Richtung auch mehr bergab als in die andere Richtung. Also Rückweg wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Ich habe keine Laktatvorgabe, aber es ist gut zu wissen, so was auch so der Puls, also wie es halt auch so zum Puls und zum Pace hier oben passt. Ich habe ja auch keine Ahnung, was mein Langdistanz-Race-Pace ist. Deswegen muss man da gut Daten sammeln, dass man den vielleicht auch ungefähr bestimmen kann. What the hell? Das ist echt, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. That's really good. Yeah. I didn't expect that. I would have guessed the 1.4. Und ich bin jetzt auch nicht leer. Ich habe schon, also 3G ist schon 90 Gramm Carbs drin. Let's see the way back. Good job. Nice. Alright. 14 Kilometer zurück.
Boah, der Rückweg. Das war automatisch gesteigert bis Race Pace. Oder schneller. Ohne viel dafür zu tun. Aber Hinweg gar nicht gemerkt, dass es so viel bergab ging. Vielleicht kann man das Höhenprofil hier irgendwo einblenden. Da. Okay. Passt noch gut. Ich denke 1,2 könnte so Long Distance Effort sein. Hat vom Puls her eigentlich zumindest gepasst. So 160 hinten raus. Yeah, that's why it was a good session. Yeah, that's why. That's why it was a proper session. Yeah, I'm never coming with you. What a speed level. So, ich glaube, so langsam bekomme ich eine ganz gute Idee, warum man diese 2 Stunden Plusläufe machen muss. Also genau, ziemlich genau so ab 1 Stunde 40. Ich meine, klar, der Rückweg war auch echt hart, aber trotzdem, da hat man dann schon gemerkt, dass muskulär einfach alles collapsed. Aber ich weiß nicht, für wen es härter war. Für mich oder für Jana. Nee, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Einblick in Park City, Utah. Ich habe wieder keinen Sauerstoff mehr. Jetzt erst recht nicht. Do you want to say something? Comment, like and subscribe so I don't need to do this again and Fred can earn enough money from YouTube. You enjoy it. Do I? She enjoyed it. I'm happy you decided for us. I don't know what you wanted to say. Es sind jetzt heute noch genau 5 Wochen bis rot. Panic training. Genau. Noch ein bisschen Panic Training. Wir sind jetzt noch 10 Tage genau hier in der Höhe. Dann geht's nach Vancouver, T100. Nochmal ein letztes Rennen, ein letzter Hit-Out vor Rot. Wir werden nicht richtig drauf tapern, natürlich ein bisschen die Tage vorher rausnehmen, weil wir sowieso nach der Höhe rausnehmen, aber jetzt nicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen als Training mitnehmen, weil es immer noch ein T100 Race, also wir nehmen es schon ernst, schon nochmal als so, dass ich nochmal richtig hoffentlich einen raushauen kann. Ich hoffe, ich kann nächste Woche auch wieder schwimmen. Jetzt diese Woche, muss ich ehrlich sagen, hat es mich jetzt nicht so gestört, weil habe ich mich halt einfach auf Rad und Lauf fokussiert. War jetzt 20 Stunden Radfahren und knapp 100 Kilometer laufen. Also stabile Woche, aber halt kein Schwimmen. Nach Vancouver noch ein kleiner Block zu Hause, nachdem ich da recovered habe. Und dann ist auch schon rot. Diese chronologische Reihenfolge sage ich, glaube ich, auch in jedem Video am Ende. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja welche, die das als erste Folge Defining Distance schauen. Aber dann schaut auf jeden Fall noch die anderen 4 Episoden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jana hat schon gesagt, kommentiert, liked das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Defining Distance von Vancouver, Kanada. Jetzt gibt's Abendessen. Chipotle. Ciao.